Hallihallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder oder auch neu mit dabei seid. Heute habe ich ein Unboxing für euch. Es gab ja länger schon kein Unboxing jetzt auf meinem Kanal, aber jetzt hat mich dieser grüne Karton erreicht. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, von wem das ist. Es ist von dem Shop 5stitch. Ihr seht das links oben eingeblendet und rechts oben seht ihr auch noch den Rabattcode, den ich für euch habe. Und zwar lautet dieser Kreuz Dame, also mein Kanalname, alles groß geschrieben und ihr könnt mit dem Rabatt 5% auf eure Bestellung sparen, wenn ihr bei 5stitch bestellt. Ja, dann lege ich auch schon los mit dem Unboxing. Also diesmal ist der Karton etwas verbeult hier angekommen und ich habe ihn auch schon geöffnet, aber es ist nichts zu Schaden gekommen und im Grunde genommen ist es auch egal, denn ich werde den Karton auch nicht aufheben, sondern weggeben. Ja, was haben wir drinnen? Ich gebe mal alles raus aus dem Karton. Ja, ihr seht, er ist schon ziemlich kaputt. Und ich gebe das jetzt zur Seite und wir schauen uns wieder alles Step by Step an. Und zwar haben wir die üblichen Flyer, also dazu werde ich jetzt wirklich nichts mehr sagen. Es geht um die Produktion, denn der Shop 5stitch lässt ja auch seine Bilder bei Painting Fairy produzieren und es werden die Farben, also die Garne, das ägyptische Baumwollgarn verwendet. Ja, das findet man auch in jeder Bestellung. Diese Flyer sind da dabei. Dann schauen wir uns noch ganz kurz das Zubehör an, also das Toolkit, diesmal in einem wunderschönen türkisen Organza. Also das hatte ich noch nicht. Auch wieder mit den Monden und den Sternen bedruckt. Ich finde die ganz toll, diese kleinen Säckchen. Die schauen immer sehr, sehr schön aus. Ja, was haben wir dabei? Wie üblich 3 Bobbins. Die kennt man ja schon zum Baken der Fäden. Wer sie verwendet, ich verwende sie ja derzeit nicht. Dann haben wir auch noch 3 Silikonfingerhüte in der Größe 3. Ich finde es nur schade, dass man sie nicht in verschiedenen Größen anbietet, denn manchen passt ja die Größe 3 nicht und die haben kleinere Finger oder auch größere Finger. Also 3 Silikonfingerhüte. Dann haben wir auch wieder Nadeln, wie ihr sehen könnt, von der Marke Jaydam. In der Größe 26 und darin sind 8 Nadeln. Auch hier Größe. Und Moment, hinten ist der Aufdruck Größe 28. Ja, vorne Größe 26. Ja, da müsste man sich jetzt diese Schriftzeichen übersetzen, damit man weiß, was gemeint ist. Auf jeden Fall sind die Nadeln passend für das Stickset, das ich mir ausgesucht habe. Und dann üblich die Schere, diese spitze Schere, ihr kennt sie schon von meinem anderen Unboxings und diese verwende ich tatsächlich sehr gerne, diese Schere. Ja, das ist das Toolkit. Was haben wir noch? Wir haben wieder eine Garnprobe, das finde ich ja auch ganz toll, denn die sammle ich ja mittlerweile, diese Garne. Und ich habe auch schon einige Bilder angefangen mit dem Garn zu sticken. Das ist das Garn von Painting Fairy Cross Stitch.
Ihr seht hier den Aufdruck, diesmal mit der Farbnummer 3836, so ein lila Ton, ein bisschen altrosa, ja, sieht der aus. Ja, ich finde die Garne ja sehr, sehr toll und ja, sammle sie auf jeden Fall, habe mir auch mittlerweile auch schon wieder neue Garne bestellt für ein neues Projekt. Ja, vielen Dank an Five Stitch für das kleine Goodie, das ich erhalten habe. Und dann sind wir ja auch schon beim Stickkit, das ich mir ausgesucht habe. Diesmal ist eigentlich kein Extra dabei. Früher gab es ja auch immer entweder einen Stoff oder noch ein kleines Stickkit oder noch andere Goodies. Aber das hat sich mittlerweile aufgehört bei den Kooperationen, sondern man erhält nur tatsächlich das, was man sich ausgesucht hat. Ja, dann öffnen wir mal den Zipbeutel. Es ist wieder gut verschlossen in dem Zipbeutel. Ihr seht schon den Stoff. Ja. Und wir haben hier wieder das Silikat, also dieses Gel, das die Feuchtigkeit aufnehmen soll. Das dient dazu, damit der Druck des Stoffes nicht verschwommen wird. Entschuldigung. Und ihr dann nicht die Symbole sehen könnt. Und dann haben wir auch noch einen Duft, also ein Duftsäckchen, und das ist Osmanthus und es riecht sehr intensiv, also ich kann das auch aus der Entfernung riechen. Ja, dann denke ich mir, bevor wir uns den Stoff und das Garn anschauen, zeige ich euch, was ich mir ausgesucht habe. Ja, ihr seht die Anleitung in diesem Druckverschlussbeutel, also auch wieder verschließbar. Und man kann ja auch diese Beutel für andere Aufbewahrung nehmen. Ja, ich drehe es um. Ich habe mir ausgesucht, und zwar dieses Motiv. Ja, ein Motiv wieder von dem Künstler Chuck Pinson. Es heißt Vibrant Italy und es wird 369 Stiche breit und 277 Stiche hoch. Und ich habe es mir ausgesucht auf 18 Count. Also ihr seht, ich komme ein bisschen näher, da ist einiges los auf diesem Bild. Also ja, es ist ja sehr viele Motive abgebildet, aber das sind eigentlich die typischen Designs von dem Künstler Chuck Pinson. Ich werde euch am Ende auch noch meine zwei anderen Kits zeigen, die ich schon habe, auch von Chuck Pinson. Und ihr werdet sehen, auch da ist sehr, sehr viel los auf den Bildern. Ja, wir haben hier einen Hafen sozusagen mit den ganzen Booten, die Häuser im Hang reingebaut. Ja, man sieht hier einen Sonnenschirm links und so eine Art Uferpromenade mit den Bäumen. Also sehr, sehr viel los auf den Bildern. Wie gesagt, typisch für den Künstler Chuck Pinson. Ja, wir haben hier die Anleitung auf normalem Papier gedruckt. Also das Titelblatt ist immer auf eine Glanzpapier, wie ihr sehen könnt. Und dann haben wir auch schon die Legende. Und ihr seht, es gibt 52 Farben und es gibt nur einfache Farben, was ja auch immer überraschend ist, denn oft die Motive, viele Mischfarben sind da dabei oder auch Halbstiche oder Viertelstiche oder Backstitches, French Knots, aber dieses Bild hat tatsächlich nur volle Kreuze
und einfache Farben. Wie gesagt, 52 einfache Farben. Auch das ist typisch bei den Bildern von Chuck Binsen, dass tatsächlich nur einfache Farben verwendet werden. Ja, und dann haben wir hier noch die Anleitung. Falls man etwas am Stoff nicht sehen kann, kann man hier nachschauen, auf ganz normalen A4-Papier gedruckt. Ja, da bin ich ja gespannt, wie das rauskommt, aber es hat sicher sehr viel Farbwechsel, wie man sehen kann, da sehr viel los ist auf dem Motiv, also auf dem Stickkit. Ja, der Stoff, wir schauen ihn uns gleich gemeinsam an. Ich gebe das ein bisschen zur Seite. Wie gesagt, ich habe mir 18 cd ausgesucht, damit das Bild nicht ganz so groß wird. Und ihr seht, ich bringe es fast in die Kamera, also es ist dann nicht zu riesig. Hier haben wir nochmal den Aufdruck links oben, den Shopnamen 5 Stitch und die Maße 369 x 277 und 18 Count. Wir haben hier auch nochmal den Namen eingeblendet und die Artikelnummer, also Vibrant Italy. Ja. Ihr seht, es ist auch hier viel los. Wir haben viel Farbwechsel, aber es ist tatsächlich, denke ich mir, nicht so schwierig zum Sticken, denn viel Konfetti sehe ich hier auf Anhieb nicht. Also hier im Bereich dieser Uferpromenade eventuell, aber ihr seht die Häuser. Da haben wir doch einige Flächen zu sticken und auch hier beim Wasser, bei den Booten sehe ich zwar viel Farbwechsel, aber kein Konfetti. Ja, ist, denke ich mir, nicht so schwer zu sticken, aber natürlich hat das Bild trotzdem eine gewisse Größe und ist nicht von heute auf morgen gestickt. Auch auf der rechten Seite seht ihr noch die Legende eingeblendet, aber sehr klein. Also ich kann die DMC-Nummern hier wirklich nur sehr schwer lesen, aber ich verwende ja immer diese Papieranleitung, also diese Legende, die ich euch vorher gezeigt habe. Ja, genau diese Legende. Die gebe ich mir dann immer so in diese Druckknopftasche so rein. Das heißt, die bleibt dann auch so drinnen und ich kann jederzeit nachschauen, welches Symbol welche Farbe hat. Ja, so verwende ich das. Denn ich habe ja den Stoff in einen Stickrahmen immer eingespannt, dann sieht man diese Legende, die hier auf der rechten Seite abgebildet ist, sowieso nicht, da ja, wie gesagt, der Stoff eingespannt ist. Ja, das wäre mal der Stoff. Und dann schauen wir uns noch die Garne an. Wieder extra verpackt. Entschuldigt bitte das Knistern. Einmal muss ich das kurz öffnen und rausgeben. Und ihr seht hier auch abgebildet auf der Plastiktüte die Artikelnummer, den Namen und auch die Count-Anzahl, also diese Fadenmenge ist gedacht für 18 Count oder 20 Count. Ja, und hier ist dann auch schon das Garn, dieses Mal auf den gelben Plastikgarnkarten, die gibt es ja auch immer in verschiedenen Farben. Und ich sehe, wir haben auch extra Garn dabei, das schauen wir uns dann gleich an. Und wir haben hier, wie gesagt, 52 Farben
mit sehr viel Gelb- und Orangetönen. Also wirkt etwas herbstlich von den Farben her, auch Braun-Rottöne. Aber natürlich, wenn ihr euch nochmal das Vorschaubild anseht, ist das natürlich klar. Wir haben hier viel Gelb und Orange hier in der Mitte des Bildes, aber auch hier im Himmel, wie ihr sehen könnt. Ja, dann haben wir ganz wenig am Blau, die Schwarz 310, aber Gelb, Orange, Braun dominiert definitiv bei diesem Motiv. Ja, ich mag diese Plastik-Garnkarten sehr, sehr gerne. Und dann haben wir auch noch extra Garn dabei, einmal gut verknotet, und zwar die 939. Das heißt, alles, was hier dazwischen, in die Zwischenräume sozusagen gestickt wird, wird wahrscheinlich die 939 sein. Und da braucht man eine Menge davon. Wir haben direkt auf der Garnkarte nur einen Strang von der 939. Ja, die Farben sind wunderschön. Also ich mag das ja gerne, wer das mag, Gelb, Orange, Brauntöne. Ich mag diese herbstliche Farben sehr, sehr gerne. Und ich sticke auch, wie ihr wisst, sehr gerne Herbstbilder. Ja, das war mein Bild von Five Stitch, meine Kooperation. Ich möchte euch aber noch meine anderen zwei Bilder zeigen, die ich euch schon in einem Unboxing vorgestellt habe. Und zwar auch von dem Shop Five Stitch. Zum einen habe ich ja hier diese Frühlingswiesen erhalten. Hier steht noch der alte Shopname One-to-One Stitch. Und das ist auch von dem Künstler Chuck Binson. Und dann habe ich euch auch noch dieses vorgestellt. Ein herbstliches Bild. Ihr seht Treasures of the Great Outdoors. Auch von dem Künstler Chuck Binson. Alle Motive sind in der gleichen Größe und sie sind alle, also ich habe sie mir alle in 18 Count ausgesucht, ganz einfach. Man kann die Symbole bei 18 Count noch erkennen und die Bilder werden nicht zu riesig. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei dem Shop Five Stitch für diese Kooperation und falls ihr auch Interesse an einem der Bilder habt, schaut mal rein bei dem Shop, verwendet meinen Rabattcode, den ihr eingeblendet seht, dann könnt ihr auch noch 5% sparen. Dann bedanke ich mich auch schon fürs Zusehen. Ein Ausblick für das nächste Video. Es wird am Dienstag eine gemeinsame Stickzeit geben. Das heißt, es gibt auch wieder einen Neuanstich, denn wir sind ja noch mittendrin bei Stitchmania. Also würde ich mich freuen, wenn ihr dann am Dienstag wieder mit dabei seid. Für alle neuen Zuschauer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann könnt ihr auch kein Video von mir verpassen. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!